Würde man das tun, ist unser demokratischer Diskurs und am Ende eigentlich auch unsere Demokratie am Ende. Es geht ja um den Austausch von verschiedenen Meinungen und natürlich kann man nicht jeden Hater überzeugen. Es gibt aber immer wieder sehr schöne Erfolgserlebnisse, wenn es mal gelingt. Und selbst dort, wo man nicht überzeugen kann, ist es wichtig, den stillen Mitlesern zu zeigen, das ist nicht die Mehrheitsmeinung. Es gibt andere Positionen, es gibt menschliche, sachliche Positionen, die es auch wert sind, Gehör zu finden. Naja, ein Geheimrezept bzw. ein One-Size-Fits-All gibt es natürlich nicht. Aber wenn ich 3 Punkte nennen müsste, dann würde ich sagen, zum einen, geh nur in fordernde Gegenrede-Situationen, wenn du einen guten Tag hast, wenn es dir gut geht, wenn du gelassen sein kannst und du dich wohlfühlst. Zum zweiten, achte auf deine Energie. Guck, mit was für einem Hassredner hast du es zu tun. Ist es ein Troll, der sowieso nur provozieren will, dann gib nicht so viel Energie rein. Ist es ein ehrlich Frustrierter, den du vielleicht mit Argumenten überzeugen kannst, dann go for it. Mehr dazu erfährst du natürlich gerne in unseren Schulungsangeboten, unseren Trainings. Und drittens würde ich sagen, achte auf dich selbst. Gegenrede kann anstrengend sein, es gibt schöne Erfolgserlebnisse, aber es gibt auch frustrierende und anstrengende Situationen. Merke, wenn du eine Pause brauchst und nimm dich auch mal ganz bewusst raus. Letzten Endes geht es eigentlich darum, sich in der digitalen Welt so zu verhalten, wie man es auch in der analogen Welt tut. Wenn dir Hass begegnet, wenn dir Angriffe, beispielsweise rassistische Angriffe, sexistische Angriffe begegnen, dann heißt es, gegenzuhalten und stark zu sein, auch von zur Seite zu springen und zu zeigen, nein, das ist nicht salonfähig, das ist keine Mehrheitsmeinung, das ist nicht in Ordnung. Und das sollte man auf der Straße tun, wenn einem das da begegnet oder in der S-Bahn, und genauso sollte man es auch im Internet tun.